Hi. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada-Trucker Philipp. Dies ist das Sonntagsvideo. Es wird ein Labervideo. Und zwar hatte ich im letzten Video euch gesagt, dass ich nicht so viel Material habe und dementsprechend möchte ich ganz gerne darüber reden, wie ich mich bei meiner Einwanderung in den ersten Wochen gefühlt habe. Ich bin jetzt gerade hier und wasche meine Wäsche, die ist jetzt gerade im Trockner. In 40 Minuten ist sie fertig und ich habe mir gedacht, in diesen 40 Minuten mache ich das Labervideo für den Sonntag. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht und ihr wolltet mal wieder ein Labervideo haben. Ist ja nicht schlimm, das kann ich ja machen. Und es kommt mir auch ganz zugute, weil ich nicht so viel Material hatte. So, ja, aber erstmal vorab gibt es zu sagen, ich werde gleich noch einkaufen fahren, werde den Truck sauber machen, werde mich für morgen vorbereiten. Es ist Samstag, ich kann jetzt gar nicht auf die Uhr gucken. Wie spät ist es? 1 Uhr? So, 1 Uhr mittags. So, wie habe ich mich gefühlt, als ich das in den ersten Wochen, als ich nach Kanada gekommen bin? Und zwar ist es erstmal so, ich rede jetzt von meinen Erfahrungen und ich möchte keine Fragen über das Auswandern bekommen. Das macht man selber. So, Gründe habe ich jetzt auch schon zu oft gesagt. So, wie habe ich mich gefühlt? Also, erstmal bin ich im April 2019 bin ich in Kanada angekommen. Ich habe hier in Halifax gestartet, also in Nova Scotia, und habe da bei meiner ersten Firma angefangen. Also erstmal ist es so, wenn man nach Kanada kommt oder als ich jetzt nach Kanada gekommen bin, war es so, dass man will ja erstmal gucken, also ich wollte erstmal gucken, wie das hier so läuft, ne? Damit man das System hier versteht. Weil es ist ja wieder anders als jetzt in Deutschland. So, dann kam die Sprache dazu. Man lernt ja Englisch in der Schule oder ich habe Englisch in der Schule gelernt, habe das dann aber lange nicht benutzt. Okay, ich habe in England vorher gearbeitet und da war es halt so, dass ich halt Englisch gesprochen habe, aber es ist ja ein anderes Englisch. Ne? Also wir lernen ja auch in der Schule das britische Englisch und das wird einem dann beigebracht von jemandem, der Deutsch ist. Ne? So, und es ist jetzt nicht das Problem, dass man manche Wörter nicht weiß, sondern es ist das Problem, wie man sie ausspricht halt manchmal. Und dementsprechend habe ich die ersten Monate, als ich hier war, erstmal nur zugehört. Ich habe also kaum gesprochen. Zum Beispiel als Beispiel, wenn du halt fragst, wie es einem geht, how are you? Das ist was wir hier in der Schule lernen, how are you? Oder in Deutschland. Und hier sagst du zum Beispiel, how are ya? Ja, also es ist halt so, dass manchmal weiß man halt die Wörter und was man halt sagen muss, aber die Leute verstehen das nicht, weil man das halt dann falsch ausspricht. Dazu kommt, dass wir als Deutsche einen sehr starken Akzent für die haben halt. Ne? Die meisten finden das sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, habe ich schon die Erfahrung gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist es so, die müssen sich auf dich einlassen. Und dann ist es ja auch so, dass zum Beispiel, wenn man anfängt, so Englisch zu sprechen, dann ist es ja so, man übersetzt dann halt vom Deutschen ins Englische am Anfang. Mittlerweile brauche ich nicht nachdenken oder das vom Deutschen ins Englische zu übersetzen, weil mittlerweile rede ich einfach. Entweder ich rede Deutsch oder ich rede Englisch. Das kommt aber so nach der Zeit erst. So, ja. Dann ist es zum Beispiel für die sehr, sehr anstrengend am Anfang, dass sie dich verstehen, nicht nur wegen der Aussprache, sondern auch wegen der Grammatik. In Deutschland reden wir so viel und meinen ganz wenig. Also das heißt, bei uns kommt in der Regel das Wichtigste am Schluss des Satzes. Hier nicht. Hier kommt es am Anfang. Und dann hören die dir echt sehr konzentriert zu und irgendwann merkst du an den Augen so, jetzt haben sie die Information gekriegt beim Sprechen halt. Und das ist halt so, das muss man halt lernen, ne? So nach einer Zeit. Und das lernt man auch. Das ist alles ganz cool.
So, nicht überfahren. Ich mache hier gerade ein YouTube-Video. Ich versuche gerade die Deutschen aufzuklären. So. Ja, also wie gesagt, das erste halbe Jahr habe ich nur zugehört. Dann war ich die ersten Wochen in einem Hotel, weil man hier ja in der Regel ohne Klamotten, also ohne Möbel rüberkommt. Es gibt Leute, die gehen mit Möbel rüber. Ich kam ohne Möbel, die habe ich vorher verkauft und mein Auto auch. Ich habe ihn geliebt, mein Golf 6 GTD. Aber egal. Der Golf macht jetzt jemand anders glücklich. Hoffe ich mal. Aber egal. Ja, dann kommst du hier hin. Dann habe ich zum Beispiel damals ein Hotelzimmer, ich glaube, für 2 oder 4 Wochen von der Firma gestellt bekommen. Und einen Mietwagen habe ich auch gekriegt. So. Ich weiß gar nicht, wo ich herlaufe. Gucken wir mal. Dann war es so, dann musste man ja irgendwie, also die Firma hilft ja ein. Warte mal, nee. Die Firma hilft ja einem dabei, mit dem Hotelzimmer und mit dem Mietwagen das erste Mal überhaupt hier anzukommen, ne? So. Oder die Firma, wo ich gearbeitet habe, hat mir damals auf dem Weg geholfen. So, ja, das ist ja alles gut. Da musst du aber irgendwann zusehen, dass du jetzt was zum Wohnen findest und halt ein Auto. Ja? Und ich habe mir damals ein altes Auto gekauft für $700. Es war ein Chevrolet Impala. Das war ein Ex-Polizeiauto. Und Polizeiautos sind hier frisiert. Das heißt, das Ding rannte wie Pest. Das rannte wie Sau. Leider kann man hier nur zwischen 90 und 110 auf den Highways fahren, aber dieses Auto gehört auf deutsche Autobahn. Genauso wie den Chrysler, den ich jetzt habe, der ist auch total übermotorisiert, der hat 311 PS. Wofür? Aber egal. So. Hab's halt, ne? Dann habe ich mir so ein altes Auto gekauft, ja, und Wohnung habe ich mir erstmal gesagt, komm, nimmst du nicht, bleibst im Truck bei der Firma. Und dann war das auch eine ganz gute Entscheidung. Es ist ja so, die meisten kommen hier mit einer Partnerin hin und mit Familie. Ich habe keine Familie und ich habe auch keine Partnerin, immer noch nicht. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber es ist halt so, dass es für mich ja ein ganz anderer Weg war als jetzt für viele andere. Viele müssen sich Gedanken machen, was sie mit ihrer Familie machen, wo sie hinziehen. Die haben einen ganz anderen Druck. Die müssen zum Beispiel ja auch dann Geld verdienen, weil der Job muss das Geld bringen für die Familie. Ich habe das nicht. Ich habe 2 Katzen, die sind mit wenig zufrieden. Ich bin auch mit wenig zufrieden. Ich muss kein Geld verdienen. Ich habe auch Geld vorher verdient. Also es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt arbeiten muss. Ja, auf jeden Fall habe ich dann erstmal im Truck gewohnt. Das war auch eine ganz gute Entscheidung von mir aus, weil meine Firma, wo ich als erstes war, hat mich sehr gepusht. Ne? Also ich bin in 9 Monaten über 190.000 Kilometer gefahren, bis ich dann gewechselt habe. Ich war mit dem Truck überall. Ich war in Arkansas, ich war in Florida, ich war in Houston, ich war in Ohio, in Idaho, Indiana. Also ich kann lieber sagen, wo ich nicht war. Und das war in Kalifornien und in Washington, in dem Bundesstaat Washington. Da war ich nicht. Aber ansonsten war ich, glaube ich, fast überall. Dann habe ich ja den Job dann da auch gewechselt. Aber ist auch egal. Es geht um die ersten Wochen. So, also es ist so. Viele von euch fragen manchmal auch so, ja, wie ist das mit dem Führerschein und so. Ich habe so und so viel Erfahrung mit Trucking, hier LKW fahren und bla. Das zählt hier nicht, ne? Hier zählt gar nichts. Du kommst hier hin, das Einzige, was zählt, sind deine Erfahrungen als Trucker, als LKW-Fahrer, die du vorher gesammelt hast. So. Dementsprechend musste ich damals auch erstmal zu einer Orientation gehen. Das heißt, die Firma bildet dich aus oder bereitet dich vor für die Theorieprüfung und für die praktische Prüfung. Und am Anfang ist das sehr, sehr schwer,
Weil das Englisch, was man gelernt hat, das kann man ja auch benutzen. Aber dann kommen dann da die ganzen LKW-Bauteile, die man ja jetzt in Englisch lernen muss dazu. Ne? Also Vokabeln lernen. Ne? Federspeicher, Bremszylinder, all sowas. Ne? Luftsystem. Ja, die Sachen halt, die muss man dann halt auf Englisch lernen. Und das muss man dann halt machen. Und dann geht man halt zur Theorieprüfung, macht er die Theorieprüfung und dann, ja, bestanden oder nicht bestanden. Ich habe, glaube ich, am zweiten oder dritten Mal gestanden. Aber wie gesagt, die Fahrprüfung war dann auch okay, die waren 300 Meter weiter weg. Aber das war geil, das muss ich euch erzählen. Das kann ich auch erzählen. Das habe ich, glaube ich, schon letzten Mal erzählt. Egal. Ich hatte dann die Theorieprüfung und dann haben sie mich nach South Carolina geschickt mit so einem anderen Chaoten, der mit mir in einem Truck gefahren ist. Wir sind dann im Team gefahren, uns nach South Carolina gefahren, hatten also keine praktische Prüfung, sind aber nach South Carolina gefahren. Das ist also erlaubt. Ohne praktische Prüfung kommen wir gut rüber nach South Carolina. South Carolina war meine erste Tour zum Michelin, um da anzuliefern. Dieser Typ war total... Das passte überhaupt nicht mit der Chemie mit uns beiden. Das passte null. Und das waren ganz schreckliche 4 Tage oder 5 Tage, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann erst am Tag gewohnt. Und das ist auch gut so, weil man will ja erstmal hier so diesen ganzen Kontinent auch mal so entdecken halt. Ne? Zum Beispiel, wenn ich nach Houston gefahren bin, dann habe ich, also nach Texas, dann habe ich ein Wochenende da verbracht, habe mir einen Mietwagen genommen und bin damit rumgefahren. Ne? So. Dann war ich zum Beispiel an so einem uralten Truckstop, der wo so super alte Trucker das Wochenende halt, die wohnten in ihrem Truck, die haben am Wochenende halt am Truckstop gestanden, haben sich da alle getroffen, haben Bier getrunken, haben Feuer gemacht, also Lagerfeuer, haben ihre Trucks umgebaut und all sowas und haben hier, die haben alles gemacht. Das war super geil und das war für mich auch eine gute Möglichkeit, da mal dieses Leben auch kennenzulernen. Ne? Also ich habe mit denen halt Party gemacht, dann halt, wenn ich da war. Ne? Und wenn du da mal 2 Monate nicht warst und bist da hingekommen, haben wir dich wieder erkannt. Ne? Ach du hier, der Deutsche aus Kanada. Mit dem schrecklichen Truck. Ja, die fuhren alle so Oldschool-Trucks, ne? So, wie man sich das halt so vorstellt hier. Ne? Und, aber es ist doch schön, das war eine Erfahrung. Ich bin auch seitdem bin ich auch liebend gern irgendwie auf alten Truckstops, weil es ist eine ganz andere Atmosphäre und wenn man da zum Beispiel essen geht, ist es noch richtig hausgemacht und nicht irgendwie, ja, es ist geil, macht Spaß. So, wie habe ich mich denn noch gefühlt? Ich laufe hier im Sand rum, nee, auf der Wiese, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also man fühlt sich am Anfang, ist auch alles ziemlich groß hier. Ne? Also wenn man das von Deutschland kennt und dann hier hinkommt, dann ist alles so super groß. Also so die Einkaufscenter, die Einkaufsläden, die Supermärkte, die sind alles so riesengroß. Und man kriegt da irgendwie, am Anfang ist man echt überfordert. Oder allein das Hotelzimmer, was ich hatte, das haben andere als Wohnung. Also das war so super groß. Und dann auch die Autos. Ich meine, die Autos fahren in Deutschland ja auch zum Teil rum, aber halt nicht so oft. Weil in Deutschland muss ja alles effektiv sein und wenig verbrauchen und gut funktionieren. Und hier sowas verbraucht wenig, aber im Großen und Ganzen fahren ja mehr Autos rum, die viel Sprit verbrauchen, die nicht so zuverlässig sind und die einfach riesig sind. Warte mal. Also wie gesagt, das ist halt 2 völlig verschiedene Welten, sage ich immer. Und dann war es auch so, wenn ich so die erste Zeit losgefahren bin, dann ist man so aus der Stadt losgefahren, da war viel los. Und auf einmal von einer Sekunde auf die andere, wamm, ist die Natur da und da ist nichts los. Ne? Und dann ist das auch so, hier, die Weiten. Ne? Also ich war seitdem nicht mehr in Deutschland und ich weiß auch nicht, wann ich das nächste Mal nach Deutschland fahre, aber wenn, dann möchte ich gerne
wissen, wie das ist, wenn man nach Deutschland kommt, dass es alles so klein ist. Mir wird der Arm, tut mir weh. Der linke. So, also wie gesagt, es ist halt so, dass das also ich sage immer, es ist eine andere Welt. Ne? Also es ist immer noch so, dass ich manchmal mich wundere über Dinge. Es wird aber weniger, weil man ja viele Sachen kennt halt. Aber so am Anfang also ich rede jetzt nur von meinen Erfahrungen. Am Anfang war es wirklich super groß und auch wenn man einkaufen gegangen ist oder wenn man Eis bestellt hat, ja, nehme ich das mal Medium, so ne, mittelgroß hier, kriegst du da so einen Liter. Also in den Staaten ist es schlimmer als hier, aber hier ist es auch schon eine Umstellung. Hier muss man aufpassen, dass man nicht fett wird. Ich hatte ja irgendwann mal 60 Kilo abgenommen, habe jetzt wieder was drauf, jetzt bin ich wieder am Abnehmen. Ich war heute Morgen war ich auch auf dem Laufband eine lange Zeit und da bin ich ja jeden Tag drauf, wenn ich zu Hause bin. Aber man muss hier echt aufpassen. Und dann willst du natürlich dann auch am Anfang, also am Anfang entdeckst du neue Dinge und danach schläfst du. Du bist nicht müde wie sonst was, weil das alles so anstrengend ist. Ich möchte auch nicht nochmal auswandern. Das war super anstrengend. Du bist super müde. Du machst am Anfang, guckst du alles, du probierst verschiedene Hey, du versuchst, du probierst halt, was ist denn los? Du probierst halt die neuen Sachen aus, die es hier zu essen gibt. Dann gehst du irgendwo, ich habe ja in Halifax da gewohnt, da bin ich dann ans Wasser gegangen und die ersten Wochen glaubst du gar nicht, dass du irgendwie mal in Kanada wohnst, ne? Da denkst du, du bist irgendwie hier im Urlaub. Irgendwo, aber nicht in Kanada. Weil sie sind ja, bis zu meinem Zuhause sind es ja, ich glaube 7000 Kilometer sind es entfernt. Und das ist ja ganz weit weg. Und das also. Und dann will ich mal erzählen noch, so zum Abschluss, weil es schon 17 Minuten schon wieder sind, wie man sich fühlt, wenn man auswandert. Also wenn man gerade dabei ist, hier hinzufahren, fliegen, schwimmen, rudern, ne? So. Man hat Angst. Es ist nicht, man hat Angst. Man muss sich vorstellen, man verkauft alles, was man vorher hatte. Auto, Möbel, Erinnerungen, Wohnung, bla bla bla. Man gibt alles auf. Und ich bin hier hingekommen, ich glaube mit 6 Umzugskartons. Die habe ich damals schon hier hingeschickt gehabt. Und 2 Koffern und 2 Katzenboxen. Mit 2 Katzen drin. So. Und ich habe mich da mit anderen Ausländern drüber unterhalten und die haben das Gleiche gefühlt. Und zwar ist es so, man ist aufgeregt, man ist sehr gestresst die Wochen bevor man auswandert, weil man will nichts vergessen. Weil wenn man im Flieger sitzt und losgeht, ist es vorbei. Dann ist das alte Leben vorbei. So. Ich hatte erst Angst gehabt, als der Flieger, das Flugzeug, den Boden verlassen hat. Da habe ich Angst gekriegt. Angst vor dem Neuen. Weil es ist so, wenn man in Deutschland lebt und da leben bleibt und bis dahin zu seinem Tode oder zu seiner Rente ganz normal das Leben da lebt, dann ist das einfacher, als wenn man in ein anderes Land geht, wo man nichts kennt. Und ich habe ja lange den Wunsch gehabt, über 20 Jahre hier zu leben. Das Komische ist aber, ich war noch nie hier in Kanada. Ich wusste nicht, wie es geht. So. Und viele sagen da, ich bin mutig gewesen. Ich denke das ja immer noch nicht, dass ich mutig gewesen bin, sondern ich habe es gemacht, um mich selber glücklich zu machen. Und wenn man diese Gabe hat, dann ist das wunderschön, wenn man die Gabe hat, sich selber glücklich zu machen. Viele Leute meinen ja, dass andere einem glücklich machen können. Das ist aber verkehrt. Man muss sich selber glücklich machen, niemand anders. Niemand anders kann das. Aber wie gesagt, dann bist du hier hin und dann hast du erstmal cool. Und dann ist das wirklich, am Anfang ist es wirklich, also, ja, okay, wenn du hier bist, dann ist die Euphorie größer, aber wenn du vorher, der Flieger
abhebt, dann kriegst du Schiss. Ein guter Kumpel von mir, der Lukas, der wohnt hier auch, der hat zu mir gesagt, ich hatte auch Angst. Und zwar ist er mit dem Zug zum Flughafen gefahren. Und als die Türen geschlossen, Türen zugegangen sind, ne? Was ist denn heute los? Da hat er Angst gekriegt. Und das ist wirklich so. Ich würde sagen, Angst hat jeder. Natürlich sagt jetzt der eine oder andere, nein, ich hatte keine Angst. Ist ja in Ordnung. Ich hatte Angst und ich kann das auch dann einfach mal so sagen. Was erwartet einen? Wie sind die Leute? Kommst hier klar? Du musst wieder zurückgehen. Ja genau, das kam auch dazu, wenn andere Leute gesagt haben, warum gehst du nach Kanada? Und wenn das da nicht klappt? Ja, dann komme ich halt zurück oder gehe in ein anderes Land. Mittlerweile sage ich mir, dass ich nie wieder in Deutschland leben werde. Ich würde eher mir ein anderes Land aussuchen, wo ich leben würde. Aber eigentlich ist das Ziel, ist eigentlich hier in Kanada zu leben. Zwar nicht auf der Insel, aber ja, ich bleibe hier in Kanada. Und dann ist es gut. Ich zeige euch das so hier mit den Filmen und so. Ich habe für nächstes Jahr auch schon Träume und neue Pläne. Und da nehme ich euch mit. Das finde ich schön, dass ich euch mitnehmen kann und euch das zeigen kann. Und ich nehme euch gerne mit. Und ich würde jetzt sagen, mir fährt ein schönes Auto. Leider in weiß. Und weiß finde ich den nicht so schön. Manche Autos sehen mit weiß nicht gut aus, aber manche Autos sehen und andere Autos wieder sehen mit weiß am besten aus. Ja, okay. Ich habe das Video hingekriegt. Ich fahre morgen raus. Ich fahre morgen nach New Jersey zu einem anderen Kunden. Da war ich, glaube ich, noch nie. Da habe ich Dienstag einen Ausleihtermin. Ich habe morgen, ich denke, dass ich einen Ladetermin habe. Oder ich muss da einen Trailer wegholen in Monken. French Fries, also hier, ne, Pommes. Und die muss ich ja nach New Jersey bringen. Ich denke, das ist ein Kunde, wo ich noch nie war. Ich kannte den Namen auf jeden Fall noch nicht. So, ich möchte mich noch bedanken für ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass Leute den Kanal nicht abonnieren, weil der immer wieder vorgeschlagen wird und dann muss das halt nicht abonniert werden, ne? So. Und jetzt habe ich irgendwie 13, 14 neue Abonnenten innerhalb von einem Tag. Dankeschön, das ist gut. Ne? Die Viewerzahlen waren bei diesem Video sehr, heißt gering nicht, aber weniger als normal. Aber dafür die Abonnentenzahlen gestiegen, sonst das. Ich werde YouTube nie verstehen. So, Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada, Trucker Philipp. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Sonntagsvideo. Ich komme wieder, keine Frage. Und ja, bis Donnerstag spätestens. Ne? Tschüss.